jeden Fall weiterhin alles versuchen, um den Verkauf zu verhindern. Also ich kann Ihre sonderbare Liebe zu diesen Mauern immer noch nicht nachvollziehen. Aber wenn Sie einen Weg finden, wie Sie diesen Verkauf verhindern können, helfe ich Ihnen gerne. Gut zu wissen. Also meine Eltern, die waren total happy. Die haben mir das gar nicht geglaubt. Und was haben Sie mit der ganzen Kohle vor? Keine Ahnung, die haben ein Riesengeheimnis daraus gemacht. Du hättest also mit einer offenen Beziehung, in der jeder seine Freiheiten hat, keine Probleme? Nein. Das ist doch für uns beide geradezu ideal, oder? Jam, dam, dam, jam, dam, dam, jam, dam. Ja, du komm schon. Ich kann nicht mit dir tanzen lernen, Ja, aber wieso denn nicht? weil ich nicht mehr lange hier bin. Wie, nicht mehr lange hier? Wir ziehen weg aus Düsseldorf. Meine Eltern wollen nach Stralsund, Stralsund? Aber das ist ja ewig weit weg. Mecklenburg-Vorpommern. Das kann ja wohl nur ein Witz sein. Nein, Kathi, bestimmt nicht. Wir ziehen wirklich dahin. Also ich fass es nicht. Also ich habe noch zu tun, ich gehe nach oben. Wir sehen uns bestimmt nachher noch. Also ich kann es immer noch nicht glauben. Wieso wollen denn deine Alten jetzt so plötzlich abhauen? Weißt du, meine Eltern sind nicht von hier. Mein Vater ist in Stralsund aufgewachsen. Ja und? Es muss da echt wunderschön sein. Direkt an der Küste. Ja, eine richtig schöne Ostidylle. Naja, mein Vater will dahin zurück. Und als es die DDR noch gab, da ging es nicht. Und als es dann wieder ging, hatten wir das Geld nicht. Und jetzt, mit dem Lottogewinn, naja, da geht es eben. Aber Stralsund, ich meine, das ist doch bestimmt das totale Kaff. Dann könnt ihr doch auch gleich in die dritte Welt ziehen. Ach Quatsch. Mein Vater hat Verwandte da. Und die sagen, es hat sich schon viel getan. Aber was will denn dein Vater da? Meinst du, der kriegt so einfach einen Job? Nee, das nicht. Aber das braucht er auch nicht. Er will da eine Pension aufmachen. Eine Pension? Ja, es war schon immer sein Traum. Und wann zieht ihr weg? Ziemlich bald, schätze ich. Na toll. Das war's dann wohl. Treten Sie näher, Madame. Dankeschön, mein Lieber. Jetzt aber ruhig ins Bettchen. Ihr könnt nicht mal guten Abend sagen. Gott, Tina ist ja auch noch da. Allerdings. Eben sind erst die letzten Gäste gegangen. Heute Abend war echt die Hölle los. Ach, das tut mir leid. So ist das immer, wenn man alleine ist. Naja, Ramon hat mir ein bisschen geholfen. Gut. Naja, dann machen wir mal, dass wir in die Falle kommen. Ne? Größten Vergnügen. Oh, Gina, du musst es nicht zu Ende machen. Ich kann den Rest morgen früh machen. Lass mal, das geht schon. Na gut, wie du meinst. Gute Nacht. Nacht. Gina, Ja? du hast nicht zufällig noch ein Kondom hier? Wozu braucht ihr denn ein Kondom? Wofür wohl? Meinst du nicht, dass ihr langsam ein bisschen übertreibt? Nein, meine ich nicht. Wieso? Hey, ich hab noch welche. Ach so, na dann ist der Abend ja gerettet, ne? Tschüss, Gina. Tschüss. Wenn mein Vater von Stralsund erzählt, dann fangen seine Augen so richtig an zu leuchten. Das kann ich nicht verstehen. Doch, er muss wirklich eine schöne Kindheit gehabt haben. Ja, das ist aber schon eine Weile her. Vielleicht sollte er sich lieber zur Ruhe setzen, statt auf seine alten Tage noch Unternehmer zu werden. Na, hör mal, er ist noch nicht mal 50. Erst? Hör mal, da begeben sich manche schon in den Vorruhestand. Was ist denn, wenn ihr Pleite macht? Dann ist die ganze Kohle futsch. Was erzählst du mir das? Ich habe mir das nicht ausgedacht. Eben. Deswegen finde ich es ja auch unfair, dass deine Eltern dich zwingen wollen, dahin zu gehen. Was willst du denn da? Wenn meine Eltern dahin gehen, dann muss ich mit.
Wir sind schließlich eine Familie. Wenn deine Mutter weggehen würde, dann müsstest du doch auch mit. Meine Mutter würde sowas nie tun. Die würde mich nicht hier einfach so rausreißen. Deine Mutter hat dich schon ins Internat gesteckt. Was soll ich machen? Ich bin ja nicht mal volljährig. Ich muss mitgehen. Aber das können deine Eltern doch nicht so einfach machen. Ich meine, du hast doch hier deine Schule, dein Umfeld, deine Freunde. Ich weiß. Du könntest doch sagen, dass du auf jeden Fall hier bleiben willst. Dann können sie nichts machen. Ich meine, die können dich ja schlecht mit Gewalt mitschleppen. Was soll ich denn machen? Soll ich mich am Treppengeländer festketten? Nein, aber ich könnte dich bei uns im Keller verstecken. Nein, Kathi. Das hat keinen Sinn. Ich muss mit. Dieser Makler hat ganz gute Angebote. So? Ja, hör mal. Atelierwohnung, 300 Quadratmeter, mit Rheinblick. Der Blick auf unseren Park hat mir immer völlig gereicht. Tanja, bitte. Es hat keinen Sinn. Friedenau wird verkauft. Dazu musst du erstmal einen Käufer finden. Ja, wieso sollte ich keinen finden? Na, überleg doch mal. Gewerblich kannst du schlecht nutzen. Dazu sind die Räume viel zu klein. Und außerdem ist es nicht gerade zentral. Und für privat ist es ein bisschen zu unkomfortabel für diesen Preis. Was ist denn das für ein Quatsch? So ein Anwesen wie Friedenau findest du nicht so oft in Deutschland. Der Geldadel wird sich drum reißen. Anstetten? Ja? Ja, es ist zu verkaufen. Woher wissen Sie das? Ja? Natürlich können Sie es heute noch besichtigen. Heute Nachmittag. Ja, um 16 Uhr ist okay. Und Ihr Name? Guter Stern. Ja, Sie wissen, wo es ist. Ja, bis dann. Siehst du? Das war schon der erste potenzielle Käufer. Er klang richtig interessiert. Und was ist mit dem Gutachter? Der kommt doch auch heute Nachmittag. Willst du dich um beide gleichzeitig kümmern, oder was? Verdammt, der wäre mir fast durchgegangen. Soll ich mich um ihn kümmern? Dann kannst du in Ruhe diesen Interessenten unter die Lupe nehmen. Ja, gut, wenn du mir das abnehmen würdest. So eine kleine Schlossführung mache ich gerne. Wer weiß, wie lange ich sowas noch machen kann. Das ist nett von dir. So bin ich nun mal. Was machst du denn? Sag mal, wann haben wir das erste Mal miteinander geschlafen? Was? Das war doch vor ungefähr 4 Wochen, oder? Keine Ahnung. Wieso? Ich wollte es nur wissen. Ist doch ein ganz besonderer Tag. Das stimmt. Wir sollten den Tag unbedingt notieren. Aber bitte später. Und danach? Wie oft haben wir eigentlich überhaupt zusammen geschlafen? Viel zu selten. Sag mal, willst du jetzt eine Statistik führen? Nein. Also, was soll dann diese Fragerei? Ich hätte es nur gern gewusst. Okay, ich werde es ab jetzt mal rot im Kalender anstreichen. Okay. Wie soll denn der Interessent heißen? Stern. Nie gehört. Angeblich hat er über Bekannte erfahren, dass Friedenau zum Verkauf steht. Ui, da können wir nur hoffen, dass ihm das Haus nicht gefällt. Ja, und wenn doch? Ich meine, ich weiß wirklich nicht, was ich jetzt noch tun soll. Viel Zeit haben wir nicht mehr. Auch wenn wir uns noch so bemühen, wir kriegen doch nie bis heute Nachmittag diesen Grund für den verdammten Erbstreit raus. Wir können aber auch nicht hier rumsitzen und Däumchen drehen. Es muss was passieren. Ja, nur was? Ich glaube, ich muss in den sauren Apfel beißen und mir noch mal Clarissa vorknöpfen. Ach, was soll das denn bringen? Selbst wenn sie was weiß, sie wird nie was zugeben. Sie wird doch niemals zugeben, ein Verhältnis mit ihrem Schwiegervater gehabt zu haben. Nie. Vielleicht lässt sie sich provozieren, aus der Reserve locken. Ich kann es ja mal versuchen. Ich weiß nicht. Wir haben ein Foto. Wir haben gar keine richtigen Beweise. Wir haben auch keine Zeit.
Und es bleibt uns nichts anderes übrig. Barbara, was machen Sie denn hier? Christoph, bitte. Tanja ist hier, um uns zu helfen. Sie hält mich über den Verkauf auf dem Laufenden. So, Ja, heute Nachmittag kommt ein Interessent. heute Nachmittag schon. Ja, er schaut sich mal so um. Das heißt noch lange nicht, dass er Friedenau auch kauft. Das könnte aber auch heißen, dass wir bald die Koffer packen müssen. Hat der neue BMW-Präsident bereits hinter sich. Prinz Geiger ließ das Schild mit der Schrift Gewerten und an seinem Haus entfernen. Jetzt steht dort ganz offiziell Bundesnachrichtendienst. Ja? Der neue an der Spitze des Geheimdienstes. Hi, was gibt's? Was es gibt, in der Kneipe ist schon wieder die Hölle los. Es ist ja wohl nicht zu viel verlangt. Ich komme gleich und helfe dir, okay? Ist noch was? Nee. Ich dachte halt immer, dass ihr nur gute Freunde seid. Du, das sind wir auch. Ja, aber das sieht schon aus, als wenn da noch ein bisschen mehr wäre. Och, nicht nur ein bisschen. Wir haben uns eben richtig doll lieb. Aber pst, niemandem weiter sagen, okay? Soll das etwa heißen, dass ihr echt was miteinander habt? Oh je, jetzt habe ich mich verplappert. Ach, du Dummerchen. Oh mein Gott, ich liege mit einem nackten Mann im Bett. Das ist ja furchtbar. Mann, ihr habt echt einen Ratter. Ach, Tina, ich komme gleich und helfe dir, ja? Oh, das wollen wir doch erst mal sehen. Düsseldorf, Stralsund. Das sind schätzungsweise 650 Kilometer. Na toll, das ist ja ein Katzensprung. Noch ist er ja hier. Ja, aber er hat gesagt, dass sie so schnell wie möglich abhauen wollen. Bestimmt noch in den Ferien. Aber das geht ja gar nicht so holter die Polter. Erst müssen sie eine Wohnung finden und dann haben die Eltern bestimmt eine Kündigungsfrist. Was heißt denn das? Das heißt, wenn die Eltern jahrelang in einer Firma gearbeitet haben, dann können sie normalerweise nicht von heute auf morgen weg. Ich gehe ran. Kathi von Sterneck? Hi, Kathi. Ich bin's, Ecki. Das sieht gar nicht gut aus. Wann wollt ihr los? Meine Mutter meint, in den nächsten Tagen. Oh nein. Ich meine, das wäre gerade günstig. Wegen meinen Ferien und so. Ja, aber muss das nicht erst alles noch organisiert werden? Wo ihr wohnen könnt und so? Wir haben da doch Verwandte. Ach so. Ja, aber deine Eltern können doch auch gar nicht so schnell aus ihrem Job raus. Ich meine, da gibt's doch sicherlich eine Kündigungsfrist. Die haben sich irgendwie geeinigt. Die haben was gesagt von Aufhebungsvertrag oder so. Und dann hatten beide auch noch ihren Urlaub. Verstehe. Kathi? Kathi, bist du noch dran? Ja, ja. Sie werden sehen, dieses Schloss hat eine ganz hervorragende Bausubstanz. Den Ostteil haben wir es neulich komplett renoviert. Und was ist mit den Elektroleitungen? Sind tipptopp in Ordnung. Ah, darf ich vorstellen, mein Bruder Christoph von Anstetten. Tag. Tobias Stern, ein möglicher Käufer. Aha. Sie wollen also Schlossherr werden. Mhm. Mein Bruder hat Ihnen sicher mitgeteilt, dass wir beide Eigentümer dieses Anwesens sind. Ja, ich weiß. Oh, wie gefällt er Ihnen? Der alte Kasten. Tja, scheint alles sehr gut in Schuss zu sein, soweit ich das beurteilen kann. Das will ich meinen. Wir haben Friedenau immer gehütet wie unseren Augapfel. Mein Bruder wird Ihnen sicher gleich den Keller zeigen. Sie wissen ja, entscheidend für den Wert ist Keller, Dach und die Installation. Ein andermal, Herr von Anstetten. Ich wollte mir heute nur einen ersten Eindruck verschaffen. Ach so. Und dann möchte ich auch erst noch das neue Gutachten abwarten. Das bekommen Sie, sobald es vorliegt. Gut. Darf ich Sie zu Ihrem Wagen bringen? Dankeschön. Ach, Herr Stern, wie wollen Sie dieses Anwesen denn nutzen? Privat. Ach, Sie wollen hier wohnen? Das denke ich schon. Woher haben Sie denn von dem Verkauf erfahren? Ach, wissen Sie, ich habe da so meine eigenen Quellen. Und wie wollen Sie die Finanzierung in Angriff nehmen? Oder sind Sie selbst so vermögend? Also Christoph, das können wir wirklich ein anderes Mal besprechen. Herr Stern hat nicht viel Zeit. Mein Gott, das hättest du mir doch sagen können. Dann hätte ich doch überhaupt nicht gestört. Ich bitte um Verzeihung, Herr Stern. Ich möchte Sie nicht aufhalten. Einen schönen Tag noch. Danke Ihnen auch. Dankeschön.
wird man eigentlich Gutachter? Das ist doch sicher wahnsinnig schwer, oder? Man muss sich halt auskennen. Und Sie kennen sich mit Sicherheit aus. Das sagt man mir nach. Worauf Sie aber auch alles achten. Ich hätte nicht gedacht, dass man an der Mauer so viel erkennen kann. Man kann nichts erkennen. Nur der Fachmann. Nur der Fachmann, das ist gut. Das muss ich mir merken. Was haben wir denn da? Wieso? Was soll da sein? Das sieht gar nicht gut aus für Sie. Diese Leitung ist völlig marode. Ist das schlimm? Was glauben Sie, was das kostet, die Wasserleitungen zu erneuern? Sie meinen, das senkt den Wert? Richtig. Ja, sowas. Wie gut, dass Ihnen das aufgefallen ist. Meine Schulsachen habe ich schon eingepackt. Was glaubst du wohl, wie viel so ein Karton mit Büchern auf die Waage bringt? Weiß ich nicht. Rate doch mal. Lass mich doch in Ruhe mit dem Schwachsinn. Ich will von deinem Packen und Umziehen nichts hören. Gott, jetzt hör doch mal auf damit! Alles geht den Bach runter und du frisst Gummibärchen. Aber was soll ich denn machen? Du hast gesagt, dass du für immer mein Freund bleibst. Warum haust du dann jetzt einfach ab? Ich bleibe doch dein Freund. Ich brauch dich aber hier. Du kannst mich da doch sicher besuchen kommen, wenn wir erst eine Pension haben. Na toll. Weißt du überhaupt, wie weit das weg ist? Scheiße. Ich dachte, ich hätte endlich jemanden gefunden, dem ich vertrauen kann. Und jetzt lässt du mich einfach hängen. Aber, Kathi, was soll ich denn machen? Kannst du nicht wenigstens die Ferien über noch hier bleiben? Aber ich kann doch nicht ganz allein in Düsseldorf bleiben. Das würden meine Eltern nie erlauben. Ja, aber du kannst doch bei uns wohnen. Aber mein Vater wäre sicher total down, wenn ich nicht gleich mitkomme. Er will mir doch seine Heimat zeigen. Das kann er ja immer noch, die ganzen nächsten Jahre. Ich kann doch nichts dafür. Tu was. Red mit deinen Eltern. Sieh zu, dass du noch ein paar Wochen hier bleiben kannst. Okay, ich versuch's. Vielleicht klappt's ja. Na, habt ihr schon eine neue Wohnung? Noch ist Frieden noch nicht verkauft. Aber bald. Glaub's mir. Dir glaube ich gar nichts, das solltest du wissen. Was willst du? Ich habe in den letzten Tagen nachgedacht. Was du nicht sagst. Ja. Es ist doch komisch, dass August ausgerechnet dich in seinem Testament so großzügig bedacht hat. Wieso soll das komisch sein? Ich war seine Schwiegertochter. Ich glaube, du warst ein bisschen mehr. Du warst deine Geliebte. Wie bitte? Ja, du hast dem Alten den Kopf verdreht. Ich glaube, jetzt bist du endgültig wahnsinnig geworden. Die Aufregung um den Schlossverkauf muss dir wohl zugesetzt haben. Mir kannst du nichts vormachen. Und? Selbst wenn ich was mit dem Alten gehabt hätte, was würde dir die Geschichte nutzen? Ich glaube, Christoph würde das schon interessieren. Dann geh doch und erzähl's ihm. Das habe ich schon. Und was hat er gesagt? Also, Christoph würde seinem Vater sowas nie zutrauen. Ihm nicht, aber dir. Zu so einer Geschichte gehören immer zwei. Zu schade, dass der andere Beteiligte nichts mehr dazu sagen kann. Tja, so ein Pech aber auch. Ah, na mein Schatz, wie war dein Nachmittag mit dem Gutachter? Sehr aufschlussreich. So, war denn was Besonderes?
Nö, wir haben uns stundenlang alte Mauern, Leitungen und Gewölbe angeguckt. Und? Hat er nichts gesagt? Ach, dazu ist er doch viel zu diskret. Der hat nur geguckt und sich ein paar Notizen gemacht. Ohne Kommentar. Na gut. Und wie war dein Nachmittag? Ist der Interessent ernst zu nehmen? Ich denke schon. Er ist wirklich interessiert? Sieht ganz so aus. Wir müssen nur noch Dach und Keller inspizieren. Und wenn dann auch noch das Gutachten okay ist, sehe ich keinen Grund, warum er nicht zuschlagen sollte. Ja, nur wer rechtzeitig zuschlägt, der gewinnt. Hi. Und? Was haben deine Eltern gesagt? Naja, wie ich es geahnt hatte. Meine Mutter hat fast geheult, als ich gesagt habe, dass ich nicht direkt mitkommen will. Und dein Vater? Fast die gleiche Leier. Von wegen, die reißen sich ein Bein aus. Und der Sohn weiß es nicht zu würdigen. Wie solltest du auch? Stralsund. Da liegt doch echt der Hund begraben. Naja, egal. Jedenfalls gab's einen Riesentrara. Aber es geht doch nur um die Sommerferien, um läppische 6 Wochen. Ja, das hat meine Mutter dann ja auch eingesehen. Wie eingesehen? Ich darf hier bleiben, wenn ich wirklich hier wohnen darf. Sie haben es dir erlaubt? Naja, aber Sie möchten vorher noch mal mit deiner Mutter sprechen. Ach, kein Problem. Barbara hat sicherlich nichts dagegen. Hast du sie denn noch gar nicht gefragt? Nee, aber das kriegen wir schon hin. Hm? Sag mal, hast du keinen Dienst heute Abend? Doch. Gleich. Gero. Ich glaube, ich habe ein Problem. Ich dachte ja die ganze Zeit, dass sie noch kommen. Und deswegen war ich auch so nervös. Sophie, wer soll noch kommen? Wovon sprichst du? Meine Tage. Sie sind ewig überfällig. Wie bitte? Ich fürchte, ich bin schwanger. Nee. Das kann doch gar nicht wahr sein. Doch. Es sieht so aus.